Deutschlandfunk Kultur Tonart. Tagsüber wird ein Schlafwandler als Jahrmarktsattraktion herumgezeigt. Nachts begeht er Morde. So die Kurzfassung des Stummfilmklassikers Das Kabinett des Dr. Caligari. Die grotesk verzerrte Kulisse und eine zweite Ebene machen den Film so interessant. Die Geschichte wird nämlich vom Insassen einer Irrenanstalt erzählt, der behauptet, der Anstaltsdirektor wäre eben dieser Dr. Caligari. Man weiß nicht genau, wer verrückt ist, wer nicht, was Realität ist, was nicht. Ein Meilenstein der Filmgeschichte von 1920. Die Nazis haben, wie Nazis das eben so tun, den Film natürlich damals verboten. Es gibt eine Reihe von Musikern, die für diesen Stummfilm einen Soundtrack geschrieben haben, und da reiht sich jetzt ein weiterer ein, Karl Bartos. Den Namen kennt man. Bartos gehörte einst zum klassischen Line-Up von Kraftwerk, bevor er 1991 dort ausstieg. Aber mit Kraftwerk hat sein Soundtrack nicht so viel zu tun. Das ist also ein Ausschnitt aus dem neuen Soundtrack zum Film Das Kabinett des Dr. Caligari. Und diese Musik stammt von Karl Bartos. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo, guten Tag, ich grüße Sie. Guten Tag, ein Gruß nach Berlin. Welches Verhältnis haben Sie denn zu Das Kabinett des Dr. Caligari? Oh, ein sehr gespaltenes Verhältnis, wie es dem Film auch angemessen erscheint. Ich finde, was mich am meisten daran interessiert und wirklich auch aufmerksam gemacht hat, ist, dass der Film die menschliche Psyche widerspiegelt. Es ist ein Spiegel des Innenlebens dieser ganzen Personen, die da vorkommen. Was hat uns denn der Film aber heute noch zu sagen? Er ist ja über 100 Jahre alt. Er mag damals, wie es die Filmzeitschrift Lichtbild Bühne geschrieben hat, der modernste, aktuellste, gewagteste Film gewesen sein. Aber das ist ja schon eine Weile her. Das ist eine Weile her, aber da der Film in das menschliche Innere blickt und nicht wie zum Beispiel ein anderer sehr berühmter Film dieser Zeit, nämlich Metropolis, die Zukunft darstellt, das menschliche Innere hat sich ja kaum verändert seitdem. Und deshalb ist meine Analyse auch, am Anfang geht es eigentlich oberflächlich darum, dass eine Sherlock-Holmes-Figur die Wahrheit herausfindet. Aber am Ende stellen wir fest, dass es vielmehr um das Verschwinden der Wirklichkeit geht. Und deshalb ist der Film auch heute noch sehr relevant. Ich habe gehört, dass Sie sich schon seit 20 Jahren mit diesem Film beschäftigen. Es gibt ja schon eine Reihe von Musiken zu diesem Film. Wie haben Sie sich diesem Thema dann genähert? Vielleicht auch im Unterschied zu den anderen. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren habe ich mal gesehen, wie John Zorn live dazu gespielt hat. Damals gab es gerade eine restaurierte Fassung des Films. Also die meisten Ansätze musikalischer Natur dem Caligari-Film sind ja eine Art Metamusik zu komponieren. Das heißt, wenn man hereinzoomt in den Film, die Montage und die Bewegungen der Schauspieler und so in sich aufnimmt, stellt man fest, dass er unglaublich schnell ist, am Anfang langsam, dann immer schneller wird und sehr fragmentiert ist. Also ständig ändert sich das Tempo, die Geschwindigkeit und alles. Und ich habe das eben wirklich gemacht, dass ich in den Film, in die einzelnen Sekunden des Films, muss man sagen, hineingezoomt bin. Vielleicht hören wir noch mal ganz kurz rein in den Soundtrack.
dieses Ausrufezeichen zum Schluss, das wollten wir unbedingt mitnehmen. Musik von Karl Bartos zum Film Das Kabinett des Dr. Caligari. Der Film, Sie haben es selber schon gesagt, beschreibt ja in verschiedenen Schichten und Plot-Twists so die Auswirkung von Wahnsinn. Man weiß nicht, wer ihm verfallen ist, was Realität ist, was Einbildung ist. Und das Ganze wirkt wegen seiner Machart, also wegen dieser schiefen Kulissen auch, selbst sehr verstörend. Wie verstörend durfte denn dann Ihre Musik sein? Ja, nicht verstörend, eher erklärend. Also Filmmusik ist ja funktionale Musik. Und ich habe das eben so aufgefasst. Ich habe mich an Igor Strawinski erinnert und so, der ja seine Karriere begonnen hat mit Auftragsarbeiten für das Pariser Ballett. Und er hat eine Musik komponiert und die Balletttänzer oder der Chef der Balletttänzer hat dann eine Choreografie dazu geschrieben, was die Musik räumlich erfahrbar macht. Also Ballettmusik halt. Ich habe mir den umgekehrten Prozess vorgestellt. Ich habe die Bewegungen und die Choreografie der Menschen und die Montage als eine Art Vorlage genommen, auf die ich dann die Musik komponiert habe. Also das Umgekehrte, wie zum Beispiel der Feuervogel oder Le Sacre du Printemps, also ein umgekehrter Vorgang. Viele kennen Sie ja als elektronischen Musiker, einer von Kraftwerk von früher. Was halten Sie denn davon, wenn Musiker wie Jeff Mills mit elektronischer Musik, also mit eher neuerer Musik, alte Filme untermalt? Weil der hatte sich ja zum Beispiel Metropolis jetzt schon zweimal vorgenommen. Das ist aber nicht Ihr Ansatz, ne? Nee, was der Jeff macht, das ist seine Sache. Ich habe großen Respekt vor ihm. Aber ich habe zuerst mal viel über den Film nachgedacht. Der ist mir begegnet in der zweiten Hälfte der 70er Jahre, als ich mit meinen alten Musikerfreunden von Kraftwerk den Fritz Langs Metropolis in Musik übersetzte. Und da bin ich auf den Caligari gestoßen und habe mich viel damit beschäftigt. In der Prä-Internet-Zeit gab es ja keine Filme zu sehen und so weiter. Es hat dann lange Zeit gedauert, bis ich den Film mal durchgehend gesehen habe. Aber ich fand es so interessant, dass der Film zwar ein Produkt des 20. Jahrhunderts ist, ins 19. Jahrhundert rückversetzt wurde, um den Krieg nicht aufleben zu lassen, glaube ich, war ein entscheidender Grund. Nicht zuletzt sind die Menschen, die traumatisierten Menschen, sind die Geister natürlich des Ersten Weltkriegs auch. In einer Rückblende sind wir dann plötzlich im 18. Jahrhundert, zu Lebzeiten von Johann Sebastian Bach. Und daraus habe ich also ganz zwingend verstanden, dass ich einen verbindenden Klangkörper brauche. Das ist quasi diese Zeit, in der unsere Musikkultur wirklich erblüht ist, von der Barockzeit mit der temperierten Stimmung und so weiter, die Quintenzirkel. Dort wurde die Musik unserer Jetztzeit quasi das Fundament dazu geschaffen, von Johann Sebastian Bach unter anderem. Und das habe ich als Anlass genommen, meine Musik zu komponieren für Symphonieorchester, allerdings in transponierter Form. Wie wird das denn dann aufgeführt oder ist das nur ein Album, zu dem man sich dann den Film denken muss, beziehungsweise ihn parallel vielleicht laufen lassen muss? Wenn man den Film einmal gesehen hat, dann kann man sich ihn auch denken zur Musik. Aber wir werden den natürlich jetzt zum ersten Mal aufführen in der Alten Oper in Frankfurt, worauf wir uns extrem freuen, weil wir auch die Gelegenheit hatten, dort zu proben. Ich führe den Film mit meinem Partner und Freund Matthias Black auf. Er ist Toningenieur und wird den Film, wir nennen das Klangregie. Karl-Heinz Stockhausen hat diesen Begriff erfunden. Wir passen die Musik dem Raum an, sozusagen. Und ich spiele Orchesterstellen mit. Wir sprechen hier im Deutschlandfunk Kultur gleich noch weiter mit Karl Bartos über seine Zeit bei Kraftwerk und was die Arbeit von damals mit seiner Arbeit heute vielleicht noch zu tun hat.